Willkommen zurück zu Snap. Heute freue ich mich darauf, dir eins meiner Lieblingsthemen der Informatik zeigen zu können. Rekursion. Das ist auch ein bisschen ein Experiment, denn viele Leute meinen, dass Rekursion sehr schwer ist. Ich bin hingegen der Ansicht, dass Rekursion gar nicht so schwer sein muss und dass es sogar großen Spaß machen kann. Ich möchte anfangen mit einer Art von Rekursion, die wir lineare Rekursion nennen. Es gibt zwei Arten, lineare Rekursion und Rekursion, die explodiert, die sich verzweigt. Fangen wir mit der linearen Rekursion an. Angenommen, du möchtest einen Baustein bauen, einen Block, der einen Countdown macht für eine Rakete. In der Kategorie für Aussehen gibt es Blöcke, mit denen man etwas sagen kann und etwas denken kann, aber keinen Block, mit dem wir einen Countdown machen können. Also bauen wir uns unseren eigenen Block. Drücke auf das Pluszeichen, möchte einen Block in der Kategorie Aussehen machen. Es soll ein Befehl sein und er soll heißen Countdown von einer Zahl. Wenn ich auf OK drücke, öffnet sich der Blockeditor und hier kann ich bestimmen, welches davon ein Input, eine Eingabe sein soll. Ich drücke auf die Zahl und bestimme, dass die Zahl eine Eingabe sein soll. Und wenn ich jetzt auf OK drücke, verwandelt sich die Zahl in einen Block, in eine Variable, die ich runterziehen kann. Die kann ich jetzt nehmen und kann sie an anderer Stelle verwenden. Wenn ich jetzt auf Anwenden drücke, passiert zweierlei. Hier unten gibt es nun den Countdown-Block und dort, wo die Zahl ist ein Schlitz. In den kann ich was reinschreiben. Zum Beispiel 5. Auf der Innenseite ist es, wie gesagt, eine Variable. Und das ist, wie Inputs in Snap funktionieren. Außen sind es Schlitze, in die man etwas reinschreiben kann, und innen sind es Variablen. Wie also funktioniert jetzt der Countdown? Nun, du hast schon gelernt, dass wir so etwas wie eine Schleife haben. Normalerweise würden wir das einfach so machen. Wir gehen zur Steuerung, nehmen eine Wiederholschleife, wir wiederholen so oft, wie wir es wiederholen müssen, nämlich so oft wie die Zahl ist, die wir bestimmen. Was könnten wir sagen? Wir sagen diese Zahl jeweils 1 Sekunde lang und dann verändern wir die Zahl, ändere die Zahl und weil es ein Countdown ist, gehen wir rückwärts. Das heißt, wir ändern die Zahl nicht um 1, sondern um -1. Ich wende das mal an und dann können wir das mal ausprobieren. Countdown von 5. 5, 4, 3, 2, 1 und wir sind fertig. Na, das war nicht schwer. Es war aber auch keine Rekursion. Es gibt noch eine andere Art, wie wir eine Wiederholung programmieren können. Stell dir mal vor, wir hätten diese ganze Wiederholerei nicht. An irgendeiner Stelle wollen wir die Zahl sicherlich sagen lassen. Was, wenn wir keine Wiederholung haben und was, wenn wir die Zahl nicht verändern wollen? Wir fangen an, die Zahl zu sagen und als nächsten Schritt machen wir wieder einen Countdown, aber einen Countdown von der nächst tieferen Zahl. Das heißt, wir können wieder zurückgehen. Hier ist unser Countdown-Block. Wir nehmen den gleichen Block, ziehen ihn rein und sagen, jetzt ist der Countdown von der nächsten niedrigeren Zahl, nämlich der Zahl -1. Sollen wir das mal ausprobieren? Ich wende es an und wir probieren das mal aus. Ich drücke auf Countdown. 5, 4, 3, 2, 1
0, -1, -2, -3. Was passiert? Wir haben es geschafft. Der Countdown funktioniert, aber er geht immer weiter. Er hört nie auf. Zum Glück haben wir das rote Stoppzeichen hier, den Knopf, womit wir alles in Snap wieder stoppen können. Stoppen wir das hier und schauen uns dieses Programm nochmal an. Wir haben es also geschafft, den Countdown zu machen, aber er geht immer weiter. Das heißt, wir wollen eine Bedingung festlegen, bis wann er weitergehen soll oder wann der Countdown aufhören soll. Bedingung, hast du schon gelernt, das ist dieser Wenn, der Falls-Block. Hier haben wir einen Falls-Block und einen Falls-Sonst-Block. Hier reicht uns eine einfache Bedingung. Wir wollen nur den Countdown machen, solange die Zahl größer als 0 ist. Das heißt, wir nehmen diesen Falls-Block, können hier ihn um das Programm rumwickeln und in diese Bedingung hier den größer als Block reinsetzen. Falls die Zahl größer als 0 ist, soll der Countdown stattfinden. Das hier, dieser Falls-Block, nennen wir in der Rekursion, in der Informatik, einen Basisfall. Wir probieren das nochmal aus und wir wollen, wenn er fertig ist, hier noch was anderes sagen. Countdown, was sagt man am Ende des Countdowns? Take-off, wenn die Rakete startet. Probieren wir das mal aus. Ich wende an. Wir drücken auf diesen Block. 5, 4, 3, 2, 1, Take-off! Es hat funktioniert. Wir haben unseren ersten rekursiven Block gebaut. Rekursion heißt, dass ich den gleichen Block, den ich definiere, in seiner eigenen Definition verwende. Für Rekursion braucht man immer auch eine Bedingung, wie lang es weitergehen soll oder wann es aufhören soll. Diese Bedingung nennen wir Base Case oder auf Deutsch Basisfall. Wenn der Block, den wir definieren, genau ein einziges Mal vorkommt in seiner eigenen Definition, sprechen wir von linearer Rekursion. Was passiert, wenn er mehrere Male vorkommt? Lass uns das mal ausprobieren. Dazu machen wir ein neues Beispiel. Das können wir wegwerfen. Ich möchte dir zeigen, wie man einen Baum zeichnen kann. Dazu nehme ich das Objekt, setze es an den unteren Rand der Bühne und drehe es mal rum. Wir können es drehen und so drehen, dass es nach oben zeigt. Jetzt wollen wir irgendwann das machen, wenn wir die grüne Flagge anklicken. Und was dann passieren soll, ist, er soll was malen. Das heißt, zunächst mal soll er wischen, was immer da schon ist, und dann den Stift runtersetzen. Und dann wollen wir einen Baum malen. Und ein Baum heißt, dass wir eine Bewegung vollführen wollen. Einen Pfad, der einen Baum beschreibt. Dazu bauen wir einen neuen Block. Der Block ist ebenfalls ein Befehlsblock. Er ist in der Bewegungskategorie und er heißt Baum. Und wir wollen zwei Inputs bestimmen, nämlich eine Ebene, und wir schreiben das zweimal, und eine Größe. Baum, Ebene, Ebene, Größe, Größe. Wenn ich OK sage, kriege ich jetzt wieder diesen Block. Und der Grund, weshalb ich das immer zweimal reingeschrieben habe, ist, dass wir jeweils eines davon als Input definieren wollen. Das heißt, die Ebene soll eine Eingabe sein und die Größe soll ebenfalls eine Eingabe sein. Wenn ich jetzt auf Anwenden drücke, sehen wir, dass der Block sich verändert. Hier habe ich Baum, Ebene und Größe. Innen drin sind es, wie gesagt, Variablen und außen sind es Eingabefelder, in die ich was reinschreiben kann. Das heißt, hier kann ich zum Beispiel sagen, Ebene 1, Größe 100. Und was soll nun geschehen?
Ein Baum fängt an mit einem Stamm. Wir wollen also einen Stamm malen. Nun, das ist einfach. Der Baum, hier dieses Objekt, zeigt schon nach oben. Das heißt, wir gehen einfach, nämlich wie lang gehen wir? So groß wie die Größe ist, gehen wir nach oben. Und dann wollen wir wieder zurückgehen, um wieder an der Ausgangsposition anzukommen. Zurückgehen, da sagen wir wieder gehe, aber jetzt wollen wir die Größe zurückgehen. Das heißt, wir können sie multiplizieren mit -1. Die Größe mal -1. Probieren wir es mal so weit aus. Ich wende das mal an und klicke an und siehe da, wir haben einen Strich gemalt. Den Stamm haben wir schon. Wie malen wir jetzt die Äste? Und was der Baum tun soll, er soll sich zuerst nach links neigen, dann einen Ast machen, dann soll er sich nach rechts neigen und einen weiteren Ast malen und dann wieder zurückgehen zum Ausgangspunkt. Das heißt, in der Bewegungskategorie kann ich ihn erst nach links drehen, um 25 Grad, dann drehe ich ihn nach rechts um 2 mal 25 Grad, das sind 50 Grad, und dann drehe ich ihn wieder nach links um 25 Grad. Jetzt ist er wieder da, wo er vorher war und kann zurückgehen. Jetzt habe ich die Äste noch nicht gemalt. Und hier ist der Clou von Rekursion. Ich weiß schon, wie ich die Äste male, denn das sind wiederum Bäume. Ich kann also hier diesen Baumblock nehmen. Und wenn ich mich nach links gewendet habe, kann ich sagen, jetzt soll er einen weiteren Baum malen, dabei die Ebene herunterzählen, wie in dem Countdown-Beispiel gerade eben. Das heißt, es ist die Ebene -1. Und meistens sind die Äste auch ein bisschen kleiner als der Baumstamm. Das heißt, hier will ich die Größe multiplizieren mit etwas, was kleiner ist als 1. Das heißt, die Größe mal, ich sage jetzt mal 0,7. Dann dreht sich das Objekt auf die andere Seite und soll auf der anderen Seite ebenfalls einen Ast malen. Das heißt, ich kann diesen Block einfach duplizieren. Wenn ich auf das Bild male, wird genau dieser eine Block hier kopiert und füge ihn hier ein. So, sollen wir das mal ausprobieren? Ich drücke auf Anwenden und ich presse die grüne Flagge und wir schauen mal, was passiert. Okay? Hast du das erwartet? Irgendwas stimmt nicht so ganz. Es hört nie auf. Woher kennen wir das? Das hatten wir doch gerade eben schon bei dem Countdown. Wenn Rekursion nicht aufhört, dann fehlt was? Richtig, der Basisfall. Wir können wieder den Stoppknopf drücken und müssen hier wieder das Wenn einfügen, wie lange es gehen soll. Wie lange soll es denn gehen? Na, so lange, wie die Ebene größer als 0 ist. Gehen wieder zur Steuerung, holen den Falzblock, wickeln ihn hier drumherum und wie in dem Countdown-Beispiel können wir wieder den Größe-Operator nehmen und vergleichen das, ob die Ebene größer ist als 0. Das ist unser Basisfall. Den können wir anwenden. Nun setze ich das Objekt wieder zurück, richte es wieder richtig aus, drehe es wieder so, dass es nach oben zeigt. Und probieren wir das nochmal aus. Ein Baum der Ebene 1. Das kannten wir schon. Versuchen wir es mal mit der Ebene 2. Ha! Es funktioniert. Wir haben einen Stamm mit 2 Ästen, die kleiner sind als der Stamm selber. Versuchen wir mal die Ebene 3. Boom! Merkst du, was passiert? Jetzt haben wir einen Baum, dessen beide Äste wieder Bäume sind. Das ist spannend. Versuchen wir mal die Ebene 5.
Jetzt dauert er schon länger und er verzweigt sich immer mehr. Das heißt, hier habe ich einen Baum und noch einen Baum und noch einen Baum. Diese Formen sind ähnlich. Wir sprechen von Selbstähnlichkeit. Selbstähnlichkeit ist etwas, was in der Natur ganz häufig vorkommt. Mathematiker sprechen von einem Fraktal. Fraktale lassen sich gut mit Rekursion beschreiben. Und sie machen riesen Spaß. Was passiert, wenn wir die Ebene noch höher setzen? Sagen wir mal auf 8. Das merken wir, es dauert schon wesentlich länger und es gibt ganz viele Äste zum Schluss. Das dauert schon fast zu lang. Wie können wir das denn schneller machen? Du erinnerst dich? Jatka hat dir einen Blog gezeigt, mit dem wir alles viel schneller machen können. Und der heißt in Snap Warp. Er findet sich in der Steuerungskategorie und er ist hier Warp. Ich nehme diesen Warp-Block und wickel ihn um den Baumblock rum und versuche das gleich nochmal 2 Level höher zu machen, auf 10. Und schauen wir mal, was passiert. Und es passiert sofort, dass wir noch mehr Ebenen haben. Zum Schluss möchte ich dir wieder einen kleinen Clou zeigen, mit dem du den Baum noch ein bisschen interessanter gestalten kannst. Hier haben alle Zweige und alle Äste die gleiche Dicke. Es wäre doch cool, wenn der Stamm dicker wäre als die Zweige. Wie können wir das denn machen? Nun, wenn du genau hinschaust, die Ebene ist eine Zahl, die wir runterzählen. Das heißt, die Ebene wird immer kleiner, je höher der Baum wächst. Da könnten wir doch die Stiftdicke, setze Stiftdicke auf, immer wenn er etwas malt, die Stiftdicke auf die Ebene setzen. Probieren wir das mal aus. Ich wende es mal an und gehe mal in den Präsentationsmodus. Pass mal auf, was jetzt passiert. Na, so sieht der Baum doch schon viel lebendiger aus. Hey, ich habe einen Vorschlag für dich. Wir haben eine tolle Übung für dich rausgesucht, wie du noch viel interessantere Bäume malen kannst. Und ich bin schon sehr gespannt, auf was du kommst. Wir sehen uns.